Heute habe ich einen AMD-Computer mit einem Standard-CPU-Lüfter, der mir einfach viel zu laut ist. Die Standardventilatoren sind ja meistens eher schlechtere Qualität und halten nicht allzu lange. Gerade wenn man länger am Computer arbeitet, so wie ich, kann ein lauter Lüfter natürlich sehr nervig sein. Das Hintergrundrauschen stört natürlich auch, wenn man zum Beispiel mit dem PC Audioaufnahmen macht oder Filme guckt. Deshalb werde ich heute zeigen, wie ich einen sehr leisen CPU-Lüfter einbaue. Ich habe einen Be Quiet Shadow Rock TF2 Lüfter bestellt. Er hat einen Durchmesser von 13,5 cm und ist damit wesentlich größer als ein Standardlüfter und dadurch braucht er eben nicht so schnell drehen, wodurch wiederum das Betriebsgeräusch natürlich stark reduziert wird. Außerdem ist die Form und Verarbeitung des Lüfters auf Geräuschreduzierung fokussiert. Zuerst öffne ich das PC-Gehäuse. Jetzt baue ich den alten Lüfter aus. Um diesen Lüfter zu entriegeln, lege ich den Hebel an dieser Seite hier um. Ich entferne den Lüfter vorsichtig, denn darunter befindet sich der Prozessor. Man sieht hier deutlich den Größenunterschied der beiden Lüfter. Als nächstes werde ich hier den AMD-Sockelrahmen vom Mainboard entfernen. Dazu löse ich einfach diese 4 Schrauben. Bevor es weitergeht, entriegle ich den Prozessor, indem ich den Hebel nach oben bewege. Dann sollte er sich leicht entnehmen lassen. Ich lege ihn in die Verpackung, in der ich ihn damals gekauft habe. Auf diese Weise kann ich die alte Wärmeleitpaste einfach entfernen, ohne die Pins auf der Rückseite zu beschädigen. Dafür benutze ich einfach einen Lappen und etwas Bremsenreiniger, da dieser verdunstet und keine Rückstände hinterlässt. Man braucht nur eine geringe Menge, um die Paste abzukriegen. Dies geschieht am besten im Freien oder in einem gut belüfteten Raum. Jetzt, wo der Prozessor schön sauber ist, können wir ihn erstmal beiseite legen und zum Computer zurückkehren. Ich werde das AMD-Kit einbauen, das mit dem Lüfter geliefert wurde. Ein Intel-Kit ist natürlich auch mit dabei, so kann man den Lüfter für viele verschiedene Sockel nutzen. Dabei ist außerdem eine Rückplatte, die rückseitig auf das Mainboard kommt. Was aber bedeutet, dass wir das Mainboard ausbauen müssen. Dazu nehme ich zuerst die Grafikkarte heraus und lege sie beiseite. Ich entferne dann alle Verbindungen vom Mainboard. Jetzt muss ich noch das Mainboard vom Gehäuse abschrauben. In diesem Fall gibt es 6 Schrauben. Ich nehme das Mainboard vorsichtig heraus. Wenn wir es umdrehen, dann sehen wir hier die alte Kunststoffrückplatte. Geht leicht ab, weil ich ja schon die 4 Schrauben von vorne gelöst hatte. Ich lege nun die neue Metallrückplatte auf das Mainboard und stecke die 4 M3-Schrauben durch, die mit dem neuen Lüfter geliefert wurden. Es ist jedoch einfacher, wenn man die Schrauben erst durchsteckt und dann die Platte einfach auflegt. Sie hat übrigens eine Kunststoffbeschichtung, sodass das Mainboard nicht beschädigt wird. Ich halte die Platte fest und drehe das Mainboard wieder richtig herum. Jetzt lege ich die mitgelieferten Unterlegscheiben richtig herum auf die Schrauben. Die Unterlegscheiben haben an einer Seite einen Grat. Man muss darauf achten, dass dieser auch nach unten passend ins Loch kommt. Jetzt kommen die C-Abstandshalter zum Einsatz. Diese werden auf die Kerben der Schrauben gedrückt und halten so die Rückplatte in Position. Sobald alle richtig eingeklipst sind, wird erstmal der Kühlkörper vorbereitet. Dazu werden die Sechskantschrauben von unten so in die Befestigungsklammern gesteckt und mit den Sechskantmuttern gesichert. Das gleiche für die zweite Klammer. Jetzt werden diese Klammern mit 3 mm Senkkopfschrauben an der Unterseite des neuen Kühlkörpers befestigt. Es steht übrigens Upside auf der Halterung, damit man sicher ist, dass es auch richtig rum aufgesetzt wird. Ich setze den Prozessor wieder auf dem Mainboard ein. Es gibt 4 Stellen auf dem M3 Plus Sockel hier, an dem der Prozessor keine Pins hat. Ich passe diese an, um sicherzustellen, dass er richtig herum auf dem Sockel sitzt. Als nächstes setze ich die Wärmeleitpaste auf den Prozessor. Ich verwende hier den Arctic Silver Compound. Wenn der Kühlkörper bereits mit Paste versehen ist, braucht man nicht unbedingt zusätzliche aufbringen. Und man sollte natürlich nicht viel zu viel verwenden, denn dann tritt genau das Gegenteil ein, nämlich eine schlechte Kühlung. Ich verteile die Paste etwas, bevor ich den Kühlkörper aufsetze. Man kann aber auch einen Tropfen in die Mitte setzen, sodass die Paste mit dem Druck beim Anziehen der Schrauben verteilt wird.
Dann ist es aber wichtig, den Kühlkörper gleichmäßig zu platzieren. Schließlich können wir den neuen CPU-Lüfter mit den Halterungen auf dem Prozessor und durch die M3-Schrauben positionieren, die von der installierten Rückplatte hervorstehen. Der neue Kühlkörper wird durch Drehen der Schrauben von der Rückseite in Position gezogen. Dabei ist wichtig, nicht eine Schraube gleich voll anzuziehen, sonst kann die gegenüberliegende nicht vernünftig angezogen werden. Erst alle Schrauben fassen lassen und dann alle gleichmäßig weiter anziehen. Durch die stabile Rückplatte wird der große Kühlkörper gut gehalten. Jetzt schließe ich den Lüfteranschluss am Mainboard an und jetzt kann alles wieder zusammengebaut werden. Ich setze das Board mit dem Lüfter zurück ins Gehäuse und sichere es mit den Schrauben. Dann schließe ich alle Kabel wieder an. Ich teste erstmal, ob der Lüfter läuft, bevor ich das Gehäuse wieder zusammenbaue. Es läuft einwandfrei und wesentlich leiser als zuvor. Fast unhörbar. Ich befestige die Abdeckung mit den Schrauben, stelle den Computer wieder dahin, wo er hingehört, und verbinde alle Stecker mit der Rückseite. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass dieses Video euch geholfen hat, wenn ihr auch einen zu lauten Lüfter habt. Ich bin mit diesem Produkt zufrieden und kann es weiterempfehlen. Alle Links zu den Produkten, die ich verwendet habe, findet ihr in der Videobeschreibung. Auf meinem Kanal gibt es viele weitere hilfreiche Videos, also schaut doch gerne mal vorbei. Ich freue mich über alle Kommentare und Likes. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.